Hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil des Videos zum Einbau des automatischen Steuerventils für den Bypass meiner Solaranlage. Wie ihr im ersten Video ja bereits gesehen habt, hatte ich vorher einen Belimo dranhängen, der nur über ein Steuersignal angesprochen wurde. Das heißt, wenn das Signal kam, dass die Außentemperatur höher als der Pool war, ist ein Dauerstrom angelegt worden. Der Kreislauf ist dahingehend geöffnet worden und sobald der Strom weggefallen ist, erfolgte eine Schließung des Bypasses. Die Schaltung für dieses Einsignal oder für diesen Einsignalaufbau, die seht ihr hier. Das ist noch die alte Schaltung, das heißt, die beiden rechten Kabel kommen von der Stromquelle. Dann habe ich hier eine Brücke drunter und dieses blaue Kabel als auch dieses braune Kabel gehen praktisch zu dem Belimo, zu diesem Steuermotor, um dort eben ein Dauersignal anzulegen. Diesen Bereich werde ich jetzt zurückbauen und anschließend neu aufklemmen. Hierfür habe ich mir schon mit freundlicher Hilfe einen Schaltplan zukommen lassen für mein TDR, dass dieser praktisch zukünftig zwei Signale ausgeben kann. Ein Signal zum Schließen des Bypasses und ein zweites Signal zum Öffnen des Bypasses. Der Anschluss erfolgt hier an den Seiten, das habt ihr an dem anderen Video schon gesehen. Und ich werde jetzt zunächst damit beginnen, die alte Verkabelung rückzubauen und anschließend dann die neue Verkabelung einzubauen. Und das fertige Ergebnis zeige ich euch natürlich gleich im Anschluss. Nach einer guten Stunde bin ich jetzt fertig. Das Ganze schaut jetzt in TDR folgendermaßen aus. Ihr seht jetzt hier, Moment, wo ist mein Zeigestock? Da ist er. Den Schaltplan mit einigen Markierungen, die ich noch dazugegeben habe. Und im Folgenden ist hier drüben diese beiden Kontakte, blau und braun, hier hinten. Da liegt die Netzspannung an. Von der Netzspannung nehme ich mir jetzt hier schon weg, und zwar den N, den blauen hier, und der geht dann direkt auf den Steckplatz Nummer 1. Das ist praktisch dann dieses Modell, hier darüber und hier dann auf die 1 drauf. Ich habe den Schutzleiter direkt jetzt hier in meiner Dose mit aufgeklemmt, dann die Brücken eingebaut, so wie sie in der Zeichnung vorgegeben sind, und dann eben die beiden Kabel, einmal das braune und einmal das schwarze. Das sind diese beiden hier, diese und dieses, und die gehen dann jeweils, das braune Kabel hier ist dann quasi hier dieses äußere Kabel, das geht dann hier drüben auf die Nummer 2, also ist ja mit 2 markiert, das ist in meinem Fall das braune Kabel. Und dann habe ich mir hier schwarz markiert das Kabel, was praktisch hier abgenommen wird. Das Ganze funktioniert, ich habe das schon ausprobiert. Im Moment ist es so, den TDR habe ich jetzt noch offen, um die Verkabelung zu zeigen. Ihr seht auch, dass die Pumpe 1 leuchtet, dass das Bypassventil praktisch geschlossen hat. Das heißt, hier ist jetzt zu. Erkennbar, dass hier hinten diese rote Lampe leuchtet, und auch für den Laien dann hier mit diesem gelben, mit dieser gelben Markierung, die zeigt praktisch auf 0 Grad, bedeutet quer, also dass dieses Ventil zu ist, der Umweg über den Bypass genommen werden muss. Und ich mache jetzt eins, ich gehe jetzt einfach mal in der Steuerung, ich hoffe, man kann das erkennen. Seht ihr meine Einstellungen? So, hier ist das erste Relais, das ist auf 1, das schalte ich jetzt einfach aus. Und ihr seht jetzt, wie dieses Ventil wieder geöffnet wird und das Wasser praktisch geradewegs durchlaufen kann und eben nicht mehr über den Bypass geht. So, und standardmäßig, bringt er mir eine Fehlermeldung, ist es aber so, die Temperatur ist ausreichend. Das Ventil schließt sich, es geht auch relativ zügig. Keine 10 Sekunden, auf und zu, ohne Stottern, ohne Murren. Notfalls habe ich ja hier noch den manuellen Betrieb
Was ich jetzt im Moment noch nicht berücksichtigt habe, ist ein separater An-Ausschalter. Das kommt dann in der nächsten Planung mit zum Tragen. Und was ich jetzt noch mache, ich werde das System wieder schließen, zusammenbauen und hoffe, euch mit diesem Video einen kleinen Einblick gegeben zu haben zur Verkabelung, weil ich habe wirklich lange gesucht nach den Möglichkeiten, wie ich den TDR eben für einen solchen Hahn mit 2 Signalimpulsen nutzen kann. Es funktioniert, kann ich an der Stelle guten Gewissens weitergeben. Abschließend noch ein Bild. Die Abdeckung vom TDR ist wieder drauf, festgeschraubt. Lässt sich das Ganze auch deutlich besser bedienen, ist wieder auf Automatikmodus, dass dieses Störpiepsen wegfällt. Die rote Lampe leuchtet, heißt jetzt in meinem Fall rot Bypass offen, rot ist gleich Sonne, rot ist gleich es wird warm, so kann man sich vielleicht herleiten. Das ist ja abhängig, ja, spielt echt keine Rolle die Farbe. Können wir auch die Pumpe wieder einschalten. Ja. Wenn euch mein Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, damit ihr keins der weiteren Videos verpasst, denn hier ist noch jede Menge Platz für weitere Technik, die ich mit installieren möchte. Bleibt dran, gebt mir ein Like, bis zum nächsten Mal.